Guten Morgen, meine allerliebsten Freunde. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des besten Formats hier auf YouTube, habe ich gehört, wenn es um Musik geht und um die speziellen Spezialgäste, denn die Spezialsten sitzen hier beim speziellen Dana Rolle. Was war das für eine fantastische Einleitung? Vielen, vielen Dank. Vor allem so schnell, ey. Ich bin gar nicht hinterhergekommen. Guten Morgen. Ja, hast du den Einsatz verpennt, würde ich mal ganz glatt behaupten. Und ich sehe gerade, dass ich hier im Audiobereich auch schon wieder das hier... Aha, OBS macht. Vielen Dank, OBS. So, jetzt sind wir auf jeden Fall volle Kanne da. Leute, ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet ein schönes Wochenende. Der Sommer ist ja wieder da, von daher darf man sich, glaube ich, nicht beschweren. Oder? Voll, es war ja richtig schön. Hast du die Sonntage denn genossen? Nein, leider nicht. Ich habe geschnitten. Mein Video, was gestern online ging. Das wollte ich hören. Da kam nämlich ein Video gestern auf Danas Kanal. Unten, ihr Kanal verlinkt. Schaut euch das an. Worum ging es da diesmal? Ich habe meinen momentan aktuellen Lieblings-Augen-Make-up geschminkt. Dieses mit dem Pink in. Ach so, ich dachte, du hast einen auf die Fresse bekommen. Von dir oder was? Sonst sieht mich keiner. Aber du hast ja, es war Kylie Jenner inspired, hast du es genannt, ne? Weil das tatsächlich von Kylie Jenner inspired war, oder? Ja, tatsächlich. Weil sie hatte das mal. Ah, okay. Nice. Nicht schlecht. So, heute gibt es was Spezielles, was sich Dana ausgesucht hat. Ich weiß nicht warum. Ich habe eine Ich habe mir das nicht ganz leichte Vermutung. Viele Leute geschrieben. Haben es angeblich geschrieben. Ich glaube aber eher, dass es von dir kam. Vielleicht setzt du dich noch ein bisschen nach links, damit du das Bild nicht so sehr im Gesicht hast. Ja. Und zwar EXO mit The Eve. Es gibt nur ein Dance-Practice-Video, leider kein Musikvideo, nur ein Fan-Made-Musikvideo, aber wir gucken uns mal die Dance-Practice an, denn ich denke, die Leute, die dir das geschrieben haben, dass du das anschauen sollst. Dass das die Intention hat. Dass sie wollten, dass du genau dieses Video anguckst. Im Thumbnail hat man gesehen, dass sie aber angezogen sind, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Deswegen gucken. Oh mein Gott, das wird mir richtig unangenehm, EXO-Videos mit dir zu gucken. Werden jetzt immer alle heimlich geschaut. So, mal gucken. Ja, jetzt weißt du, wie es mir geht, wenn diese ganzen Mädels da oder Frauen. Aber ich sag doch gar nichts. Du machst doch so Anspielungen und so. Ich sag gar nichts. Ich sag auch, guck hin. Guck dir das an. Ja, aber das macht's nicht unbedingt besser. Oh, also. Okay. Ich meine, ja, okay, kann ich verstehen. Ja. Es ist trotzdem unangenehm. So, okay. Hören wir rein. Aufsteiger. Kostenloser Rückversand. Probier's doch endlich mal aus. Wie wär's mit nicht existenter Werbung? Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das geht mir so auf den Senkel. Shein, Alter, das ist nicht mal, ich bin ja, also ich glaube, ich frage die einfach an, ob die ein Sponsoring machen wollen mit mir, so, dass jedes Video von denen gesponsert ist, weil sowieso jedes Mal von denen die Werbung hier erscheint. Ekelhaft. Ach, ich kann den Song gar nicht genießen, wenn der hier... Darf ich kurz was fragen? Was haben die da im Hintergrund? Habe ich auch kurz geguckt und mich gefragt. Erstens mal sowieso geil, dass da so ein riesen Monitor, das sind, glaube ich, diese von Samsung, diese Touch-Dinger für die Präsentation. Ja, weil da ist noch ein Laptop daneben. Genau, es läuft auch Windows drauf. Das hier sieht sehr stark nach einem Equalizer aus. Hier oben... Das könnte alles sein. Also entweder ein Kompressor noch, hier vielleicht ein Kompressor oder ein Gate. Aber das ist auf jeden Fall ein Equalizer. Ich frage mich dann aber, hier oben, das könnte eigentlich auch ein Equalizer. Ich weiß noch nicht, warum 2. Also das Programm erkenne ich nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es wird irgendwas auf jeden Fall im Audiobereich tatsächlich sein. Und vielleicht um den Song abzuspielen, wobei der eigentlich schon abgemischt, aber vielleicht hier, um das in dem Raum nochmal ein bisschen anzupassen, dass die Jungs es besser fühlen. Ich will nochmal von vorne Geile Bassline, aber dün, dün. Das ist der Bass, oder? Dün, 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 ja. Und das ist nur der Bass eigentlich, oder?
Ja, aber es ist jetzt, es klingt nicht 100% wie ein reiner E-Bass. Ich glaube, dass es schon eher was aus dem Synthesizer ist, was so eine E-Bass-Simulation dann wahrscheinlich ist. Klingt schon sehr fett, aber auf jeden Fall. Voll geil, auch mit diesen Pausen dazwischen. Ja, Dadurch sticht das nochmal so krass hervor. absolut. 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 So krasse Construction, ja. Als ob man von der Baustelle so ein paar Sounds genommen hätte und die hier reingearbeitet hätte als Percussion. Sehr, sehr coole Idee. Sehr cooles Voll Element. geil. Ja. 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 작고 약한 바람 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해 우릴 볼 수 있도록 Ja, okay. 그게 Jetzt weiß ich 소리쳐야 wieso. 해 멀리 번져가도록 여린 빛들이 번져가는 어둠을 다 몰아낸 순간 다시 깨어나야 해 새로워진 아침에 Da war jetzt auch also ich weiß erstens mal jetzt, warum ihr wolltet, dass Mein Dana Auge das fängt an zu tränen. zu drehen oder zu zucken. Das eine tränt, das andere zuckt. Schon ganz nasse Augen, die Dana. Ja, hier ist ja auch sehr cool in der Hook, ist da so ein Element, das so ein bisschen weihnachtsmäßig klingt. Es könnte so ein Tambourin sein oder ein Bettgequietsche, eins von beiden. Ich habe mich da an einen Song erinnert von, wie heißt der nochmal? Wet the Bed. Von Chris Brown. Ach so, ja, der hatte das auch. Und The Neighbors Know My Name von Trey Songz. Trey Songz. Da war, glaube ich, auch so ein Oh, den habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Den musste ich direkt anmachen. Ja, das ist auch genau so eine Musik, auf die Dana steht. Und da hat man auch so ein Bettgequietsche die ganze Zeit. Oder war das bei Wet the Bed von Chris Brown? Weiß ich nicht. Oder ich habe gerade kein Bettgequietsche im Kopf. Neighbors Know Your Name oder so. Oder My Das Name. war- Das, auf jeden Fall bei dem einen Song ist immer so ein im Rhythmus so ein Bettgequietsche. Hä, das musst du mir gleich nochmal Auch zeigen. mit dieser Handbewegung. Ja, okay. So ähnlich höre ich das hier raus. Leider weiß ich nicht, was der Text hier gerade mit sich bringt. Das können wir gleich nachlesen, aber ich ahne es. 다시 깨어나야 Zum 해 Tambourin. 새로워진 아침에 시선들로 날 봐. Aber 이미 다 es war jetzt nicht so. Hattest du gerade weihnachtlich gesagt? Also es ist ein klassisches Weihnachtsinstrument oder weihnachtliches Instrument. Ja, also bei Weihnachtssongs Ja. ist es schon sehr häufig drin. Wobei es da noch so ein spezielles ist, dieses Glockending, wovon wir auch eins Aber hier haben. das finde ich jetzt krass, weil ich habe jetzt nicht so ein Weihnachtsfeeling bekommen. Sonst finde ich, geht es immer sehr schnell, wenn man so Instrumente oder Sounds hat, die man aus weihnachtlichen Songs kennt. Nee, Klingt das das immer so direkt übertrieben war das selber, jetzt ne? nicht Okay, gemeint, okay. aber es klang so ein bisschen, nur dass man das vielleicht Ja. visuell vor sich hat. Okay. Wenn dieses Weihnachtsding, das wäre jetzt das, was wir hier drüben haben, wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde. Das ist 1:1 das Weihnachtsding. Oh, Santa! Ja! Das hier, das wäre jetzt ganz genau Weihnachten auf jeden Fall. Sehr laut, ja. Genau, so sieht das dann aus. Aber beim Tambourin ist das sind Glocken tatsächlich, ich weiß nicht genau, wie das hier jetzt heißt. Diese kleinen Percussion-Elemente haben auch alle immer sehr abgefahrene Namen, die, ja, auf jeden Fall, das hier wäre jetzt mit Glocken, das ist wirklich Weihnachten. Genau, aber dann ein Tambourin kann man auch ist dann aber komplett in so einem Kreis, Ja. wo du die... Und da ist auch so ein Ding drüber noch, ne? Nee, du hast dann Ach so, außen, das ist hohl. du hast außen dann die Schellen Ja. sitzen und wenn du dann eben diese Bewegung machst, dann ja, klappert das. Ich wollte es schon zurücklegen, aber brauche ich ja gar nicht. So,
Also das war es nicht, das wäre jetzt Original Weihnachten, also genau Weihnachten, aber es gibt dann eben diese, ja, ein Tambourin ist das einfach. 다른 출발 Mäßig, ja. Es gibt auch nochmal so ähnliche, die eben so ähnlich heißen, aber wie die jetzt genau alle heißen, weiß ich auch nicht, weil da gibt es so viele verschiedene Variationen auch, habe ich das Gefühl. Es gibt halt ganz klassische, die man auch benutzt. Ja, aber ihr versteht bestimmt, was ich meine. 발선 위에 앉아 까마득한 거리 yeah. 닿지 않을 듯한 외침 짓밟힌 채로 자라나던 간절한 수많은 꿈들이 Es ist halt klassisch wieder wie hier im Pre-Chorus dann wieder so das harmonische Instrument kommt, dass hier die liegenden Akkorde spielt, so dass es mal so richtig schön warm ums Herz wird und dann hier in Richtung Chorus dann einleitet. 보란 듯한 잠 넘어 피워낸 풍경이 바다와 Achso, ich habe das Bild gar nicht mehr eingeblendet. Das ist dir auch nicht aufgefallen. So, und dann hier jetzt der Riser natürlich. 이 바다와 깨고 부딪혀야 해 우릴 뺄수 있도록 Hey! 크게 소리쳐야 해 멀리 번져가도록 Hast du gehört, da war so ein... Ja, habe ich gehört. Ja, guck mal. Die Schuhe. hast du auch! Sag mal, bist du heimlich so ein K-Pop-Idol oder was? Was geht denn ab? Genau die hast du. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der die Schuhe Ich hat. auch nicht. Ich hab die tatsächlich und der werte Kollege hier auch. Ich weiß die Namen leider nicht gerade, aber ja. Ist das komisch? Das ist echt komisch. Hey, das ist jetzt vor allem, die haben ja alle möglichen ganz andere Schuhe noch teilweise an. Aber das habe ich gehört, was du gesagt hast. 멀리 번져가도록 여린 빛들이 번져가긴 어둠 물다 몰아낸 순간 다시 깨어나야 해 다시 깨어나야 해 새로워진 아침에 왜곡되는 진실 Ich mag die Gesangslinie der Hook ganz gerne. Ich auch. Ja, ist irgendwo auch schon mal sowas ähnliches. Jetzt kommt er da schon wieder schmatzend angelaufen, wie hier um die Ecke. Das gibt's ja gar nicht. Guckt euch mal den Gauner hier an. Das ist ein Din. So, finde ich sehr schön, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gab es auch schon ähnliches irgendwas, aber ja. Schön. 가르쳐진 거짓 변화의 목소리 파도가 일어 전부 집어삼킬 바다를 만든 건 It's you 깨고 부딪혀야 해 우릴 볼 수 Kurze 있도록 Tanzstelle. Oh, sie haben es ausgelassen. 크게 소리쳐야 해 크게 소리쳐야 해 멀리 번져가도록 Jetzt kommen wir gleich nochmal. 번져간 빛들이 번져가긴 어둠 지른다가 몰아낸 순간 다시 깨어나야 해 새로워진 아침에 Nice. Ey, Schöner Song. krass. Die sind stimmlich so gut. Was findest du gut? Die Stimmen. Ja. Also die sind stimmlich so gut, auch die Harmonien, diese fast schon Chor. Ja, ach so genau, in der Hook wollte ich auch sagen, Ja. die sind, oder im Chorus sind die tatsächlich auch mehrstimmig aufgebaut und haben hier sehr, sehr schöne Harmonien gesungen zusammen. 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 Einstimmig. 소리 들어봐 깨고 Jetzt. 부딪혀야 해 Selbst dieses hey, das ist unisono, aber zweistimmig, wenn nicht sogar 3. 쳐야 해 Achso, unisono heißt selber der gleiche Ton. 깨고 부딪혀야 해 Ja, deswegen, du hast einmal diesen Main Vocal, der dieses hey, und dann aber rechts und links sehr hauchig, das gleiche nochmal Ja. eingesungen. Hey, und so wird es ein bisschen intim. 깨고 부딪혀야 해 우릴 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해 멀리 번져가 Ne, und ab hier wird es dann mehrstimmig. 멀리 번져가도록 Ne, ich glaube dreistimmig. 크게 소리쳐야 해
Hier höre ich keine andere, aber vielleicht ist sie einfach leiser gemischt. 크게 소리쳐야 해 Ne, da höre ich keine andere Tonlage zumindest. Ich glaube, es ist wirklich einstimmig noch. 멀리 Und dann hier, genau. 여름빛들이 번져가 Und hier sind die meisten Stimmen drauf in dieser Stelle. schön. Deswegen findet man es vielleicht auch extrem schön. Der kann besonders gut tanzen, weil er die Schuhe anhat. Ich sagte, die sind wirklich gut eigentlich. Die sind richtig bequem. Leider sind meine eingesaut, weil wir letztes Jahr, als wir hier die Sachen verputzt und gestrichen haben, hatte ich die immer an, weil ich dachte, gut, die sind so out mittlerweile. Ich kann die für nichts anderes mehr Jetzt sind es tragen. Einzelstücke. Jetzt sind es Einzelstücke. Wenn ihr wollt, kann ich die gerne verlosen. Schuhgröße, weiß ich gar nicht, 43,5 oder so. Kann man doch nicht mehr verlosen. Das sind Einzelstücke, Kunstwerke. Da sind Farbflecken drauf, die ich selber erzeugt habe und draufgesetzt habe, Okay. hier beim Streichen dieses Studios und Büros. Okay. Vielleicht will es ja jemand. Okay. Just Vielleicht. 다시 깨어나야 해 새로워진 아침에 오만한 시선들로 Schön. Schön. Schönes Ding, bevor wir es jetzt gleich gerade ganz nochmal durchhören. Da müssen wir euch jetzt nicht noch weiter hier auf die Folter spannen, beziehungsweise es noch weiter rauszögern, denn das Ganze wird ja auch die ganze Zeit noch übersetzt von der lieben Antea. Die hat allerdings die letzten Tage kurz ausgesetzt, weil sie verhindert war. Aber vielen, vielen Dank, Antea, dass du trotzdem alles hier weiterhin machst und vielleicht die anderen Videos, die jetzt keinen Untertitel hatten, auch noch Untertitel bekommen. Wenn da Leute sind, die das machen wollen, die dürfen sich trotzdem immer wieder gerne melden. Da ist zwar jemand, der das gerade macht, wie gesagt, die Antea, aber, und sie ist auch nur eine Zuschauerin gewesen, jetzt ist sie mehr als das. Sie ist quasi Teil des Projekts. Also sind immer Leute herzlich willkommen, falls da jemand mal ausfällt oder das einfach insgesamt zu viel wird. Und wenn ich auch andere Songs mache, die nicht im K-Pop-Bereich sind, zum Beispiel. Andere internationale Rosalia letztens. Genau, Rosalia letztens zum Beispiel, da fragen dann auch immer gerne internationale Zuschauer nach, ob es da nicht bald mal eine Übersetzung gibt. Und die freuen sich dann wirklich, wenn das jemand macht. Ihr dürft euch in den Untertiteln auch immer auch gerne verewigen. Ihr könnt dann auch irgendwie euren Namen natürlich sowieso reinschreiben, aber auch euren Instagram-Handle oder sonstiges. Und ich denke, das ist ein gutes Ding so, dass man da sich irgendwie auch gegenseitig unterstützen und supporten kann. Ja, der Mopsi schneidet sich hier schon einen ab. So, also, EXO The Eve fand ich jetzt echt 10 von 10. angenehme, schöne Nummer. Ich will die gleich aber nochmal auf Spotify hören, weil ich schon wieder das Gefühl hatte, klingt sehr komprimiert gerade. Aber das ist ja sowieso so ein YouTube-Ding, deswegen ja, gerne auf anderen Plattformen mal vorbeischauen und genauso wie bei Dana. Auf dem YouTube- und Instagram-Kanal vorbeischauen und ich hoffe, ihr habt aber was gelernt vor allen Dingen. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. That's me, Rahim, und guckt auch ein paar andere Videos. Ich hatte zum Beispiel einen Jonas Lindemann die Tage da. Der hat zwar nichts mit K-Pop zu tun, aber mit Hip-Hop vor allen Dingen, weil er bei hiphop.de viel macht und als Journalist aktiv ist. Da kommt dann jetzt später um 12 Uhr heute auch ein Video, eine Reaction zu Miami Yassin. Dem Song Intro Resümee. Aber auch sehr interessant. Die letzten Tage kam da auch noch was und geht richtig viel momentan. Wir haben auch Sehr, sehr viel. die 48.000 Abonnenten geknackt. 58. Was habe ich gesagt? 48. Nee. 58.000 meine ich ja. Also 60.000 quasi schon hier. Diese Woche safe, oder? Diese Woche 60.000? Boah, das wäre It's a krass. challenge. Das war krass. Ich gucke die ganze Zeit nach da, weil da der Counter steht, aber der steht gerade auf Instagram. Da ist ein bisschen. Der steht immer falsch. Der ist ein bisschen eingeschlafen auf Instagram, aber da posten wir auch eigentlich fast nur Stories. Wir machen sehr wenige Fotos, weil wir die ganze Zeit nur im Studio sitzen. Ich glaube, nur Studiofotos wäre dann auch nicht so schön. Ja. Aber wir versuchen es mal. Kommt noch. Und die Woche kommt auch noch eine andere Überraschung auf euch zu. Eine schöne Folge, die vielleicht mit einem anderen Spezialgast. Eine Community Edition. Dana wird ausgetauscht. Oh mein Gott.
So einfach ersetzt mich. Alles klar, solange du mich zu den EXO-Videos holst. Ich hab nicht gesagt ersetzen, du wirst nur ausgetauscht. Okay. Ja, zu den Excel-Videos darfst du natürlich willkommen. So, Leute, vielen Dank. Vergesst das Abo nicht und bis zum nächsten Video. Und 60.000 diese Woche, hat Dana gesagt. Diese Woche, Leute. Das wäre krass. Ich zähle auf euch. Das wären fast 2.000 Abonnenten in einer Woche, das habe ich noch nie gesehen. Ja, und dann können wir dann sagen wir bei dir 60.000, bei mir 15.000. Mir fehlen 1.000. Wow. Tschüss.